Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder bei Ride On with Friends eingeschaltet habt. Im ersten Teil habt ihr gesehen, wie ich bei sehr kühlen Temperaturen von München nach Tirol gefahren bin. Die Tour ging über den Plansee, den Fernpass und die sehr empfehlenswerte Pillerhöhenstraße nach Brutz ins Motorradhotel Post. Den Link findet ihr zum ersten Teil hier oben rechts. Heute fahre ich weiter über den Reschenpass, über das Gampenjoch bis zum Gardasee. Dann geht es am Ostufer entlang bis nach Lazise. Warum ich fast nicht angekommen bin und was ich sonst noch so erlebt habe und euch auch empfehlen kann, erfahrt ihr in dieser Episode. Also bleibt dran. Viel Spaß! Nach einem tollen Biker-Frühstück starte ich endlich gegen 9 Uhr meine gut bepackte Maschine, diesmal ohne Regenkombi, denn passend zu meiner weiß-blauen Rallye zeigt sich auch der Tiroler Himmel. Aber jetzt fahren wir erst einmal an den Reschensee und zum Grenzübergang nach Italien. Ja, guten Morgen zusammen. Wir haben Sonntag, den 2. April. Und wir haben über Nacht ein Top-Wetter bekommen. Es ist zwar kalt, ca. 6 Grad, jetzt so gegen etwa 9 Uhr. Aber schaut euch den Himmel an. Ist das nicht ein Traum? Ja, wir fahren jetzt hier Richtung Reschenpass beim traumhaften Wetter. Also nachdem ich die Wettervorhersage letzte Woche gehört habe, habe ich gedacht, ich fahre nur im Schnee, bei Eiseskälte oder im Regen. Muss sagen, es ist eigentlich nur kalt, aber eine angenehme Kühle. Ich habe entsprechend Thermounterwäsche an und habe eigentlich gar kein Problem, dass es aktuell nur 4 Grad kalt ist. Ja, wir sind hier in Pfunds. Da gibt es auch ganz tolle Motorradhotels. Muss man mal im Internet schauen. Unter booking.com oder so. Hier haben wir schon ein paar Mal übernachtet, weil es ein idealer Ausgangspunkt ist. Zum Beispiel hoch zum Stilfserjoch oder zum Timmelsjoch, aber auch vor allem in die Schweiz. Wir nähern uns jetzt dem Reschenpass. Das Wetter ist immer noch traumhaft. Temperatur ist 2 Grad bei Nauders. Während die Motorradfahrer schon Frühlingsgefühle haben, sind aber noch jede Menge Wintersportler unterwegs. Hier in Nauders laufen noch die Lifte und ein schmales weißes Band geht runter bis zum Tal. Sonnenskilauf.
Willkommen in Italien, Bella Italia. Der Reschensee, auch auf Italienisch Lago di Resia genannt, ist ein Stausee in der Gemeinde Grauen im westlichen Südtirol. Am Reschensee gab es bis zur Seestauung im Jahre 1950 insgesamt 3 Seen, den Reschensee, den Mittersee und den noch heute existierenden Heidersee. Bei der Seestauung versank das gesamte Dorf Grauen und ein Großteil des Dorfes Reschen in den Fluten des Stausees. Insgesamt 163 Häuser. Heute zeugt nur noch der aus dem Reschensee ragenden Kirchturm vom überfluteten Dorf Grauen. Übrigens, der Schlaumeier Google meint, dass der Kirchturm zur alten Pfarrkirche St. Katharina gehört, die bereits im Jahre 1357 eingeweiht worden war. Und der Schlaumeier Jürgen meint, dass der Pegel des Stausees wegen Wartungsarbeiten aktuell so niedrig ist. Man kann sogar die alten Ruinen wieder sehen. Vom überfluteten Altgrauen im Winschger Oberland geht die nächste Etappe bis zum Gampenoch. Jetzt geht es hier runter nach Mals und dann weiter nach Meran. Ich möchte eigentlich diesmal über den Gampenpass fahren und schauen wir mal, ob der schon geöffnet hat. Ich denke schon. Ich fahre gerade durch Glurns, denn die Glurnser Altstadt ist mit ihren historischen Bauten besonders sehenswert. Hier seht ihr zum Beispiel das alte Stadttor. Aber Achtung, Tempo 30. Glurns ist übrigens die kleinste Stadt Südtirols mit vollständig erhaltenen Ringmauern aus dem Mittelalter. Viele fahren auf der vielbefahrenen Bundesstraße in Richtung Meran weiter und vergessen, dass es rechts und links von der Hauptstraße wunderschöne Dörfer gibt, wie hier die Glurnser Altstadt. Leider habe ich heute keine Zeit, um einen ersten Espresso in einem der Altstadtcafés zu mir zu nehmen. Die Stadt lädt zwar zum Verweilen ein, aber mein Ziel ist es, heute noch nach Lazise an den Gardasee zu kommen. Heute ist ja Palmsonntag und deswegen gehen auch viele in den Gottesdienst mit Palmkätzchen. Als Val Venosta bzw. Vinschgau wird der oberste Teil des Etsch-Tals mit seinen Seitentälern bezeichnet. Die Etsch entspringt am Reschenpass, verläuft dann südlich bis Brath und macht dann einen Knick ostwärts nach Meran. Ich stehe hier am Bahnübergang kurz vor Schlanders, dem Hauptort des Vinschgaus, und überstehe gerade den Angriff der Killerwespen. Ja, wir sind immer noch im schönen Vinschgau. Auf dem Weg nach Meran. So langsam fangen die Obstbäume hier an schon zu blühen und deswegen werden sie von den Bauern jetzt gerade besprüht mit Wasser, damit der Nachtfrost nicht die Blüten kaputt macht. Sieht's ganz schön da drüben. Überall laufen die Sprenger.
Nun fahre ich auf der Bundesstraße SS38 entlang der Etsch, die mit 415 Kilometer der zweitlängste Fluss Italiens ist, vorbei an dem Schloss Castelbell bis nach Naturns. Dort biege ich dann ab, um zwischen Obstplantagen kleinere Wege zu befahren. Wir fahren jetzt Richtung Naturns weiter und dann geht's irgendwann rechts hoch auf den Gampenpass. Kurz nach Naturns kann man schon auf die ersten Meraner Vororte blicken. Ganz bekannt ist Algund mit seiner berühmten Brauerei Forst. Da kommt das berühmte Bier her. Das ist die Brauerei. Manchmal wünscht man sich, dass man doch zu Fuß unterwegs ist. Schade aber auch. Jetzt geht es Vollgas zum Gampen hoch und dann habe ich leider ein erstes technisches Problem mit meiner Wutschi. Ja, da steht es angeschrieben, Gampenpass. Da fahren wir jetzt hin. Dann schauen wir mal, ob der Gampenpass schon offen hat. Ja, hoch geht's. Der Gampenpass ist offen. Mittlerweile haben wir 15 Grad in der Sonne. Ein Traum. Der Gampenpass oder Passo delle Pallade gehört zur Gebirgsgruppe Nonsberg, die sich zwischen Südtirol und dem Trentino erstreckt. Die 27 Kilometer lange Passstraße ist für jeden Motorradfahrer und für jedes Bike geeignet. Meine Rallye genießt die Kurven und Steigungen bis zu 9% im dritten und im vierten Gang. Jetzt bin ich oben am Gampenpass in der Gemeinde mit dem schönen Namen Unsere liebe Frau im Walde. Vielleicht war es ein Wink mit dem Zaunpfahl, als meine Rallye sich nicht mehr nach dem obligatorischen Passfoto starten ließ. Da nach einer Legende hier die Mutter Gottes erschien, gibt es auch eine sehenswerte Wallfahrtskirche. Wenn ich das technische Problem nicht beheben kann, dann werde ich diese wohl aufsuchen müssen. Ich kontrolliere gleich alles und schaue mir auch die Bedienungsanleitung an. Ich glaube es nicht. Ich habe keinen Sprit mehr und hier oben ist auch weit und breit keine Tankstelle. Wie konnte denn das passieren? Das LED-Cockpit zeigt eine kleine Benzinkontrollleuchte an. Sobald diese zum ersten Mal eingeblendet wird, dann kann man gegebenenfalls noch zwischen 30 und 50 Kilometer weit mit Reserve kommen. Aber beim Fahren hatte ständig die Sonne geblendet, beziehungsweise das LED-Cockpit hatte durch Reflexionen ein Ablesen der Instrumente erschwert. Fazit: Ich habe nicht gecheckt, dass ich schon beim Meran auf Reserve gefahren bin. Und nun? Ja, wie gut, dass ich einen kleinen Reservekanister, den Fuel Friend mit 1,5 Liter feinstem Benzin im Topcase habe. Ein Freund, den ich jetzt unbedingt brauche. Einfüllen und weiter geht die Gaudi bis zur nächsten Tankstelle. In den nächsten 40 Kilometer muss ich allerdings tanken. Zum ersten Mal hat sich der kleine Kanister gelohnt. Super!
Vollgetankt fahren wir nun weiter an den Gardasee über Riva del Garda nach Torbole. Wir sind hier in Fondo. Ich liebe die Strecke vom Gampenpass aus in Richtung Lago di Santa Giustina und bis ins Etschtal nach Trento. Von dort aus möchte ich nach Riva del Garda und weiter nach Torbole im Norden des Gardasees fahren. Die kurvenreiche und wenig befahrene Strecke in den Süden macht immer wieder Spaß, besonders mit der Vucci. Ich muss einfach sagen, dass ich überhaupt keinen Verkehr habe. Und das am Palmsonntag. Egal wo ich fahre. Jetzt hier Richtung Gardasee. In Trento. Und ich weiß eigentlich nicht, was das für ein hoher Berg ist da oben. Und Riva del Garda. Da drüben ist der Monte Baldo. Ich denke, dass es da gerade regnet. Das Wetter hat jetzt schlagartig umgeschlagen und für Nachmittag soll sogar Regen angesagt sein. Tolles Begrüßungswetter hier im Gardasee. Die ganze Zeit habe ich Sonne gehabt. Und jetzt schaut es so aus, wie wenn es regnet da oben am Monte Baldo. Ich bin mal gespannt, ob ich noch trocken ins Hotel komme. Am Monte Baldo staut sich anscheinend der ganze Wolkenkram und regnet sich aus. Von Torbole fahre ich hoffentlich ohne Regen das Ostufer entlang bis zum heutigen Tagesziel Lazise und meinem Hotel Residenza Angelica. Das ist nicht normal, dass hier an der Uferstraße kein Verkehr ist. Jedenfalls kenne ich das an Ostern anders. So, ich bin jetzt in Malcesine. Das Wetter hält noch. Ich denke auch, dass der Regenschauer nur oben am Monte Baldo rauskommt und nicht bis zum Gardasee. Langsam nimmt der Verkehr zu und die ersten Biker mit Regenanzüge kommen entgegen. Noch habe ich meine nicht angezogen. Ich bin optimistisch.
der große Nachteil der Vucci ist, dass die Tankanzeige schlecht ist. Im Grunde genommen hat die gar keine Tankanzeige. Es kommt aber ein Symbol hoch. Das ist so klein und das sieht man nicht, wenn man nicht drauf achtet. Gott sei Dank hatte ich einen Reservetank dabei. In Riva del Garda hat es fast geregnet, so schwarz war der Himmel. Und je weiter südlicher ich fahre, umso schöner wird's, hoffe ich doch zumindest. Ja, auf der Gardesana darf man nur 50 fahren. Gleich bin ich in Garda, dann geht es über Badolino weiter nach Lazise. Dort ist dann mein Ziel bzw. mein Hotel. Da oben ist der Rocca, da kann man schön hochwandern, etwa 30 Minuten und hat einen tollen Ausblick über Garda und den Gardasee. Es fängt gerade noch an zu tröpfeln. Gibt's doch nicht. Ich will noch trocken ins Hotel kommen. Es sind doch nur noch 8 Kilometer. Es muss ein ganz schöner Regenschauer vor ein paar Minuten hier runtergekommen sein. Erste Offroad-Passage ist im Hotel. Eigentlich beginnt meine Reise hier am Gardasee. Wir haben schönes Wetter, aktuell 17 Grad um 17 Uhr etwa am Palmsonntag. Es hat allerdings vor etwa 2 Stunden kurz geregnet, aber die Sonne kommt schon wieder raus und der Himmel ist blau. Ich werde einiges mit der Vucci erfahren. Die Anreise war schon spektakulär über den Fernpass, Reschenpass, Gampenpass bis hierher an den Gardasee. Aber ich werde auch einige Touren rund um den Gardasee machen und euch davon berichten. Also habt viel Spaß dabei und danke fürs Zusehen. Man sieht sich. Bis gleich. Ciao. Das war nun der zweite Teil von Tirol bis nach Lazise an den Gardasee. Im dritten Teil möchte ich euch über schöne Umwege unter anderem zum Monte Maniva mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Arbeit mit einem Like belohnt und weiterhin so nette Kommentare schreibt. Vielen Dank und bis bald, euer Jürgen.